bin gelernter Bierbrauer, arbeite in der Brauerei seit 1987 und irgendwann kam halt die Idee, den ersten Pfälzer Whisky zu brennen. Dazu hat man natürlich ein Brennrecht gebraucht. Es wurde uns angeboten, also man hat zu dieser Zeit keine neuen Brennrechte bekommen, man konnte es nur jemandem abkaufen, der aufhört oder halt vererben. Bernhard Höning griff zu, vor gut 10 Jahren mit unerschrockenem Pioniergeist. Die blödeste Idee, die ich mal hatte, das war, einen Karottenbrand zu destillieren. War ein sehr erdiges Produkt, hat lange am Gaumen angehalten, hat zwar tatsächlich nach Karotte geschmeckt, aber man muss es nicht haben. Andere Brände und Liköre gerieten ansprechender. Längst ist er erfolgreich in Fachkreisen und bei Amateurtrinkern. Einen besonderen Riecher hatte er mit seiner Idee, den ersten Pfälzer Single Malt zu brennen. Whisky. Da denkt man an ländliche Orte mit eher herbem Charme. Schottland natürlich. Aber warum nicht Winnweiler in der Nordpfalz? Nahe Kaiserslautern und Rammstein, den Militärstützpunkten der Amerikaner. Bernhard Höning kommt von hier. Und hier, wo die Gegend Katzenbach, Frankenstein und Donnersberg heißt, hier kombiniert der 46-jährige Bodenständigkeit mit Kreativität. Whisky soll immer in Bezug zu seiner Region stehen. Und da wir hier am Donnersberg sind, am Fuße des Donnersberges, hier waren die Kelten. Wir haben eine große Keltensiedlung hier, Keltenwall auf dem Donnersberg selbst. Ja, und die Kelten verehrten Taranis als Gott des Donners. Also war der Name gefunden. Taranis also, ein göttlicher Name für den wahren Geist der Nordpfalz. Und der, sagt Bernhard Höning, kann nur so gut sein wie das, was drinsteckt. Das ist zuallererst Gerste, genauer zweizeilige Sommergerste. Die hat kräftige Körner, einen kernigen Eigengeschmack und enthält besonders viel Stärke. Der ideale Rohstoff für einen anständigen Whisky. Gerste wächst auch auf schlechten Böden und reift in weniger als 100 Tagen, wenn das Wetter mitspielt. Ein heißer Sommer, zu später Regen, womöglich ein Unwetter und schon ist die Ernte in Gefahr. Hier im Westen hatte man dieses Jahr Glück. Eine gute Nachricht auch für Whisky-Freunde. Bevor aus Sommergerste Single Malt werden kann, also ein Whisky ausschließlich aus gemälzter Gerste, muss die Gerste, richtig, gemälzt werden. Ein aufwendiger Vorgang, den kleine Brenner nicht leisten können. Unweit von Winnweiler in Kreinbach-Kaulbach ist das Stammhaus der Melzerei Palatia. Hier wird Rohgerste aus ganz Deutschland angeliefert. Und egal, ob daraus später Bier oder Whisky wird, was hier ankommt, muss höchsten Anforderungen an Sauberkeit, Geruch, Farbe und Größe genügen. Von jedem LKW werden 8 bis 10 Stichproben genommen. Was grob verunreinigt ist oder gar Insekten beherbergt, wird gleich aussortiert. Gutes Getreide sollte riechen wie gutes Getreide. Und da verlässt man sich auf die erfahrenen Nasen der Mitarbeiter. Was faulig riecht oder schimmelig aussieht, kommt weg. Erst nach Riechen und Anschauen kommt die Technik ins Spiel. Nicht zu trocken, nicht zu feucht. Nicht zu viel Eiweiß lautet die Bedingung. Und diese Gerste schneidet mit guten Werten ab. Für eine Karriere als Whisky müssen die einzelnen Körner noch groß genug sein. Mindestens 2,2 mm breit. Sonst werden sie Tierfutter. Auch diese Probe wird positiv ausfallen und damit hat die Gerste sozusagen den Eingangstest bestanden. Weitere wissenschaftliche Analysen folgen, aber das führt hier zu weit.
1899 als Mehlmühle gegründet, produziert das Familienunternehmen heute rund 50 Basis- und Spezialmalze. Damit aus Rohgerste Gerstenmalz wird, wird sie 1 bis 2 Tage in Wasser eingeweicht und dann bei einer Temperatur von 10 bis 20 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 100% immer wieder umgewälzt. Damit alles gut durchfeuchtet ist und sich gleichmäßig entwickeln kann. Der Raum muss gut belüftet sein, damit die Körner atmen und keimen können. Melzen heißt kontrolliert zum Keimen bringen. Und das geschieht über einen Zeitraum von 6 Tagen. Dann wird der Keimvorgang gestoppt und das sogenannte Grünmalz wird getrocknet. Die Melzerei liefert in die ganze Welt, an große Brauereien und kleine Destillerien. Ganze Lkw- und Containerladungen oder einzeln von Hand abgefüllte Säcke. Je nachdem, wie schnell, wie lange und wie heiß das Malz getrocknet oder gar geröstet wurde, ist es heller oder dunkler, mehr oder weniger kräftig, schmeckt stärker oder weniger stark nach Malz, erinnert im Aroma sogar an Schokolade. Die verschiedenen Basis- und Spezialmalze haben Fantasienamen wie Münchner Karamell, Red X oder Special X. Sie werden später in unterschiedlichen Anteilen kombiniert. So kann jeder seine eigene Mischung zusammenstellen für ein individuelles Geschmackserlebnis. Aber bevor aus Gerstenmalz zum Beispiel Whisky-Maische und letztlich ein Single Malt werden kann, wird es noch geschrotet, also zerkleinert. Malzschrot lässt sich besser weiterverarbeiten, denn es löst sich leichter in Wasser auf als ganze Körner. Und darauf wird es ankommen. Denn im Grunde genommen besteht ein Single Malt Whisky nur aus 2 Dingen: Wasser und Gerstenmalzschrot. Zurück in Winnweiler. 3 Tage vor dem eigentlichen Brennen seines Whiskys beginnt Bernhard Höning mit dem sogenannten Maischen. Dazu pumpt er heißes Wasser von der Brennerei nach nebenan in einen großen Bottich. Guter Whisky braucht auch gutes Wasser. Und mit Wasser kennt sich der gelernte Bierbrauer aus. Das Wasser hat jetzt ca. 60 Grad. Es sollte weiches Wasser sein. Und wir haben hier in der Region sehr gutes Wasser, 6 Grad deutsche Härte, das ist optimal. Maischen heißt nicht einfach Malz ins Wasser kippen. Maischen verlangt Erfahrung, Geduld und Sorgfalt. Wir befüllen das jetzt mit heißem Wasser, bis der erste Rührflügel bedeckt ist, damit wir dann das Malz einbringen können. Den ganzen Nachmittag wird Bernhard Höning damit verbringen, unterschiedlich getrocknetes Gerstenmalz nach und nach mit Wasser zu vermischen, zu verrühren und bei wechselnden Temperaturen arbeiten zu lassen. So. Getreide enthält Stärke. Sommergerste, wir erinnern uns, besonders viel. Und diese Stärke gilt es nachher zuerst in Zucker und später dann in Alkohol zu verwandeln. Dabei sollte sich der Brenner zu keiner Zeit ablenken lassen. So, jetzt müssen wir das Rührwerk einschalten, ja? Geht. Wir geben insgesamt 200 Kilogramm Malzschrot hinzu, Gerstenmalz.
Es wird jetzt vermaischt, also verrührt. Und im Endeffekt gibt es 1000 Liter Maische. Ja? 200 Kilo Malz, der Rest Wasser. Gut, jetzt müssen wir wieder Wasser einbringen. Wenn's gut läuft, kann er aus 1000 Litern Maische 50 bis 60 Liter Alkohol destillieren. Und schon der sollte nicht einfach nur nach hochprozentigem schmecken. Also wir benutzen hier verschiedene Malze. Das ist Münchner Karamellmalz, Special X und Red X. Je mehr Karamellmalz man benutzt, umso aromatischer, malzaromatischer wird auch das Destillat. Es gibt so ein bisschen Schokoladenton, ja, im Destillat. Damit kein Missverständnis entsteht, die verwendeten Malze enthalten weder Schokolade noch sonstige Zusätze. Das ist nach dem deutschen Reinheitsgebot verboten. Unterschiedliche Aromen und verschiedene Farben entstehen allein durch unterschiedliches Trocknen oder Rösten des Malzes. Das Malz ist jetzt komplett drin, die 200 Kilogramm. Und jetzt befüllen wir den Maischebottich bis oben hin, bis die 1000 Liter erreicht sind. Wenn die verschiedenen Gerstenmalze in unterschiedlichen Anteilen in der richtigen Reihenfolge und im richtigen Verhältnis mit dem Wasser vermischt sind, dann beginnt der sensible Teil der Arbeit. So, jetzt wird das Ganze unter stetigem Rühren erhitzt auf 63 Grad. Ja? Das erfolgt über eine Dampfleitung, die kommt von der Brennerei. Und ja, dauert jetzt eine Weile, bis das hochgeheizt ist. Dann aber darf er einen entscheidenden Vorgang nicht versauen. Aus der Stärke im Malz muss Zucker werden. Eine biochemische Reaktion mit dem schönen Namen Verzuckerung. Hierbei wirken Enzyme, die sind im Malz enthalten. Und die spalten uns das runter zu vergehrbare Zucker. Also wir stellen hier nichts anderes her wie eine Malzzuckerlösung. Ja? Findet diese Verzuckerung nicht statt, also wenn man die Temperatur nicht einhält oder überhitzt, sterben die Enzyme ab. Und so wird es am Ende dann nicht verzuckert und ohne Zucker kein Alkohol. Ja? Also sollte er die Temperatur im Auge behalten. Zunächst maximal 63 Grad. Ansonsten muss man sich die wissenschaftlichen Details nicht merken. Nur so viel. Es sollte gleich süß schmecken. Sonst hat das mit dem Zucker nicht geklappt und dann gibt's eben auch keinen Alkohol, aber dazu kommen wir noch. So, das ist die Verzuckerungsprobe. Die Maische schmeckt jetzt sehr süß. Das ist ein Zeichen, dass die Zucker alle gelöst sind, umgewandelt sind. Jetzt heizen wir hoch auf 72 Grad für 20 Minuten. Dann ist die Verzuckerung komplett abgeschlossen. Danach geht es hoch auf 76 Grad für 10 Minuten. Dann beginnt die Kühlphase. Maischen, so lernen wir, durchläuft verschiedene Phasen bei unterschiedlichen Temperaturen nach einem genau ausgetüftelten Zeitplan. Damit dann aus einem ganzen Bottich Malz-Zuckerlösung tatsächlich Alkohol wird, muss das Ganze anschließend vergären. Da kommt gleich Hefe ins Spiel. Bis hierhin könnte aus dem Gebräu auch noch Bier werden. Wenn man jetzt ein Bier machen würde, also hier würde sich jetzt der Produktionsprozess von Bier zu Whisky trennen. Bier würde man jetzt abläutern, also filtrieren und die Würze gewinnen, dann vergären. Macht man zum Teil auch beim Whisky, aber wir machen es speziell nicht, weil in der Spelze, also in der Spelze vom Malzkorn sind auch Aromen enthalten. Wir destillieren, vergären die Maische im Ganzen, also ohne Filtrieren und wird dann auch so destilliert.
ergibt etwas mehr Aroma, das ist aber jedem überlassen, wie er es macht. Ja. Gut. Jetzt machen wir den Dampf zu und beginnen mit der Abkühlung mit Kaltwasser. So, das dauert jetzt so circa eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann erfolgt die Hefezugabe. Die Hefe vergärt dann den Zucker, den Malzzucker, in Alkohol und CO2. Ja, uns interessiert natürlich nur der Alkohol. Dauert in der Regel 3 Tage, bis durchgegoren ist. Im Vergleich, Obst würde jetzt 4 bis 6 Wochen dauern. Ja. Mehlige Stoffe, also Getreide, vergärt wesentlich schneller. Also wir setzen jetzt hier die Hefe an. Das ist Trockenreinzuchthefe. Gibt es in verschiedenen Variationen. Wir nehmen nicht immer die gleiche. Ja. Wir haben oft auch, wir haben auch schon wilde Weinhefestämme benutzt. Auch die Bäckerhefe vom Bäcker Pfeiffer in Lohnsfeld benutzen wir ab und an. Also das kommt, wie wir gerade lustig sind. So, wir wiegen das auch nicht ab. Das ist jetzt eine gute Dosis für 1000 Liter Maische zu vergären. Das wird jetzt in lauwarmem Wasser angerührt. Nur wer schon mal mit Hefe gebacken hat, weiß, Hefe möchte gerne gehätschelt werden, braucht Zeit und Zuwendung. So, das lassen wir jetzt 10 Minuten ruhen und rühren dann einen halben Liter oder Liter abgekühlte Maische hinzu. Dann kann sich die Hefe an das Medium gewöhnen, wird es kurz angären lassen und dann erfolgt die Hefegabe. Gut, bis dahin müssen wir warten. Ne? Whisky brennen ist nichts für Hektiker. Warten können, ausschlaggebend für den Erfolg. Erst wenn die Maische auf 25 Grad abgekühlt ist, kommt ein bisschen davon an die Hefe, damit sie keinen Temperaturschock kriegt. Schließlich ist Hefe ein Lebewesen, eine Art Pilz, und von ihr hängt jetzt alles ab. Wenn man die jetzt einfach so in eine komplette Bottich kippt, wird es eventuell nicht so gut angären. Ja? So zieht man die kurz an. Dauert jetzt eine halbe Stunde und dann wird man sehr schön sehen, dass die Hefe arbeitet. Es gibt dann Schaumbildung. Hefe verwandelt zwar nicht Wasser in Wein, aber eben Zucker in Alkohol. Das nennt sich Gärung. Ein Prozess, den die Menschheit schon nutzte, lange bevor sie kapierte, wie es überhaupt funktioniert. So, jetzt erfolgt die Hefegabe. Die ist jetzt schön angegoren. Und wenn die Hefe nicht einschläft, weil ihr zu kalt wird, oder stirbt, weil zu heiß, dann wird sie dieses zuckrige Gebräu in ein alkoholisches vergären und das wird dann destilliert. Allerdings braucht sie 3 Tage dafür. Zeit für Bernhard Höning, mit uns einen Blick ins Allerheiligste zu werfen. Dorthin, wo ältere Jahrgänge in Holzfässern darauf warten, ein Whisky zu werden. Das verwendete Holz und das, was vorher im Fass drin war, geben ihren Geschmack ans Destillat ab, machen aus jeder Füllung ein Unikat. Das war mal ein Bourbon-Fass. Und der künftige Pfälzer Single Malt wird das auch nicht verleugnen. Ja, das ist Qualitätskontrolle sozusagen. Geruch ist typisch Bourbon. Farbe noch recht hell. Ist eingelagert mit 65% Alkoholvolumen. Ja. Nimmt jetzt langsam ab. Also der dürfte jetzt noch nach 2,5 Jahren vielleicht 62,5% noch haben. Wird sich je länger er lagert natürlich weiter abbauen. Das nennt man Angel Share, bis zu 4% im Jahr. Angels Share, der Anteil der Engel, das ist das, was schlicht verdunstet. Für Menschen ist dieser Brand noch ziemlich stark. Nimmt er jetzt trotzdem auch einen Schluck? Das tue ich. Ja, ist halt schon stark, ne?
Also man merkt ihm schon die Prozente an, aber doch schon ein gutes Mundgefühl. Also ist nicht aufdringlich jetzt oder brennend sogar am Gaumen, sondern hat schon eine schöne Vanillenote durch das Bourbonfass. Ein Teil der Fässer lagert im Freien. Sonne, Wind, Regen, Hitze und Kälte ausgesetzt. Und auch das schmeckt man später. Whisky, so George Bernard Shaw, ist flüssiges Sonnenlicht. Damit sich ein Gerstenbrand überhaupt Whisky nennen darf, muss er mindestens 3 Jahre und 1 Tag lagern. So schreibt es das Gesetz vor, in Schottland wie in der Pfalz. Oft wird nach ein paar Jahren nochmal umgefüllt in ein anderes Fass für die endgültige Reife, das sogenannte Finishing. Fertig zur Abfüllung eigentlich. Bernhard Höning lässt seinem Single Malt mittlerweile 5 Jahre Zeit. Und es soll Jahr für Jahr mehr werden. Whisky bedeutet Wasser des Lebens. Der Begriff, aus dem sich der Name ableitet, kommt aus dem Gälischen, aber merken können sich den vermutlich nur Schotten. Ich kann es nicht aussprechen. Google macht es doch, oder? Wasser des Lebens. Ushkeba is the Gaelic equivalent of aqua vitae, the water of life. So over time, Ushkeba was dominionized, if you language terms, to Ushke, which became whiskey. Aus Ushke wurde also Whisky. So, jetzt wissen wir es. Aber wie wird aus vergorenem Gerstenmalz etwas, das den Namen verdient? 3 Tage nach dem Maischen geht's los. Wir heizen den Brennkessel mit Holz, der ist holzbefeuert. Aus dem Grund, wir möchten keine Ölheizung hier drin haben. Also ein Ölbrenner, der würde zum einen Geräusche machen und ich finde, es riecht auch nicht so gut wie ein brennendes Holz. Ja. Das Buchenholz, gut abgelagert, ja. Hat aber keinen Einfluss auf die Destillation an sich, also aufs Produkt. Ja. Das ist jetzt das Wasserbad hier, sind 500 Liter Wasser drin. Das wird jetzt hochgeheizt bis Siedepunkt. Dann hat man hier praktisch eine Dampfkammer vom Wasser bis Oberkante Wasserbad. Und das beheizt dann indirekt die Brennblase an sich, wo dann die Maische drin ist. Das Feuer wird er über Stunden im Auge haben müssen, um den Ofen auf Temperatur zu halten. Ausgehen sollte es gleich gar nicht. Ein letzter Blick zeigt, dass die Hefe ganze Arbeit geleistet hat. 1000 Liter Maische warten darauf, gebrannt zu werden. Nicht alles auf einmal, sondern in mehreren Portionen, sonst passt es nicht in den Brennkessel. Vor jedem einzelnen Brennvorgang reinigt Bernhard Höning die gesamte Anlage, spült mit heißem Wasser alles gründlich durch, damit ganz sicher keine Rückstände vom vorigen Durchgang in den neuen Brand geraten. In den Wintermonaten von Oktober bis April brennt er praktisch jede Woche. Die Anlage wurde eigens nach seinen Wünschen gefertigt. Sie ist aus Kupfer. Kupfer leitet Wärme sehr gut, es rostet nicht und Kupfer neutralisiert Schwefelverbindungen, die beim Brennen entstehen können. Das Destillat könnte sonst faulig schmecken. Jetzt kommt's gleich. Immer 200 Liter Maische wird er destillieren, bis nach und nach die gesamten 1000 Liter gebrannt sind. Jeder Durchgang dauert 1,5 bis 2 Stunden. Dabei wird das Ganze quasi gekocht. Die Flüssigkeit, Alkohol und Wasser verdampft.
sind jetzt 200 Liter Whisky-Maische eingebracht. Die werden jetzt erhitzt. Dann verdampft nach und nach der Alkohol. Zuerst Methanol, das ist das, was wir gar nicht möchten. Und dann der Ethanol. Ethanol ist das Produkt, das wir gezielt trennen und dann in den Auffangbehälter zurückhalten. Der Alkoholdampf steigt nach oben. Der Whiskyhelm hat die Funktion, dass die Außentemperatur ja immer kühler ist wie in der Brennblase selbst. Im Vorlauf, also im Methanol, ist nicht nur schlechter Alkohol, sind auch Aromastoffe enthalten, die man so nicht auffangen könnte. Diese kondensieren an der Wandung und laufen wieder zurück in den Brennkessel. Das sieht man jetzt hier schön im Schauglas, wie die ersten Alkohole zurückströmen. Ja? Und wieder sind Geduld und Aufmerksamkeit gefragt. Man muss auf jeden Fall den Druck vom Kessel im Auge behalten. Je niedriger der Druck, umso schonender ist der Destilliervorgang. Ja? Wenn ich das Ganze hochheize auf 0,8 bar, bin ich zwar zeitlich wesentlich schneller durch, aber verbrennen wir durch den hohen Druck auch Aromen, die wir eigentlich wollen. Dann geht der ganze Alkoholdampf trichterförmig, das nennt sich Swan Neck, Schwanenhals, hat ein leicht steigendes Geistrohr, geht dann hinter der Verstärkerkolonne runter und strömt später raus der Alkohol hier ein, auf der unteren Ebene. Destillieren kommt vom lateinischen destillare, herabträufeln oder abtropfen. Und wenn die erste messbare Menge gewonnen ist, zeigt das eine Alkoholspindel an. Aber wie genau bekommt man aus dem aufsteigenden Dampf herabträufelnden Alkohol, und zwar möglichst sauberen? Das Prinzip ist folgendermaßen: Man hat Böden eingezogen, die aber am Rand offen sind. Am Anfang der niedersiedende Alkohol, also Methanol, verdampft bei ca. 68 Grad, der kommt als erstes an. Die niedersiedende Alkohole, die steigen durch die Böden, die sind am Rande offen, steigen durch immer eins weiter. Die höher siedende Alkohole, die also Ethanol, die erst bei 78 Grad verdampfen, kondensieren an den Böden und laufen hier quer wieder zurück in die Brennblase. So trennt man sauber Methanol von Ethanol. Im ständigen Kreislauf von Verdampfen, Kondensieren und wieder Verdampfen wird das Ganze immer sauberer, enthält trinkbares Ethanol statt giftiges Methanol. Und je weiter oben in der Kolonne, desto hochprozentiger der Dampf. Der gelangt in den Kühlturm ganz links und kondensiert dort erneut, wird so schließlich zum flüssigen Destillat. Bei jedem Brennvorgang zweigt Bernhard Höning 2 Zentiliter ab, von einem Zählwerk genau registriert wegen des Zolls. Er muss sicher gehen, dass der sogenannte Vorlauf durch ist. Und da verlässt sich ein Whiskybrenner immer auf seine Nase. Methanol hat einen stechenden Geruch. Sticht nicht mehr, also hat man ein gutes Destillat. Ja, also kann man davon ausgehen, dass man jetzt Ethanol hat, das in die Vorratsbehälter läuft. Und durch das Karamellmalz, das ich benutze bei der Maische, hat es einen schönen Malzcharakter. Ja? Schön Punch. Also ist jetzt nicht nur sprittig, sondern hat richtig ein geiles Aroma nach Karamellmalzen. Leichte Schokoladetöne. Damit das geile Aroma nicht vom Nachlauf, den sogenannten Fuselölen, verdorben wird, achtet er genau auf die Temperatur. Der Nachlauf verdampft später als der trinkbare Alkohol. Was im Kessel zurückbleibt, wird abgepumpt und kommt auf den Acker. Insgesamt 5-mal wird er an diesem Tag brennen, bis die 1000 Liter Maische destilliert sind. Man sieht es nicht. Doch, wenn er hier dran geht, seht ihr, wie es einläuft am Schauglas. Passen in jeden Tank 270 Liter. Wenn die befüllt sind, kommt der Zoll, wird abgenommen, gibt eine Branntweinabnahme. Danach wird es im Edelstahlbehälter runtergemischt auf 65%. Und danach werden die Fässer belegt. Mit diesem 65%igen Destillat, Malzdestillat. Nach 3 Jahren dann ist es ein Whisky.
Bevor er irgendetwas mit seinem hochprozentigen Destillat anfangen kann, kommt der Zoll. Whisky unterliegt dem Alkoholsteuergesetz. So, wir machen heute eine Alkoholabnahme. Die wird immer unter amtlicher Beteiligung durchgeführt, weil das hier eine Verschlussbrennerei ist und der Brenner logischerweise hier an den Alkohol nicht drankommt. So, welchen Behälter machen wir heute leer? Der zweite. Gucken wir mal. So, dafür entfernen wir hier den Verschluss. Müssen wir die Pumpe anschließen. Rund 10-mal im Jahr bekommt Bernhard Höning Besuch vom Hauptzollamt Saarbrücken, Dienststelle Kaiserslautern. Günter Wagner überwacht zunächst das Abpumpen des gewonnenen Destillats, damit nichts am Finanzamt vorbeigeht. So. Ja, ich mache gerade auf. Und wenn doch mal was daneben geht, dann mit amtlicher Beteiligung. Oh, stopp. Nicht dicht. Wir müssen was drunter stellen. Die Dichtung passt nicht. Scheiße. Das ist jetzt halt ein bisschen. So geht es doch. Würde Bernhard Höning seinen Whisky am Zoll vorbei produzieren, wäre das eine Straftat. Schwarzbrennen ist Steuerhinterziehung. Und wenn's rauskommt, muss nicht nur die Steuer nachgezahlt werden. Je nach Menge droht eine Geldstrafe bis zu 5.000 €. Freiheitsstrafe nicht ausgeschlossen. Damit der Whiskybrenner gar nicht erst in Versuchung kommt, sorgt der Zoll in Gestalt von Günter Wagner dafür, dass die Anlage nach dem Abpumpen wieder die Bedingungen einer Verschlussbrennerei erfüllt, nämlich vollständig unter zollbehördlichem Verschluss steht. Vollständig heißt verplombt, verschlossen und nochmal verplombt. Gold könnte kaum besser gesichert sein. Das Prozedere wiederholt sich, wie gesagt, rund 10-mal im Jahr. Bei einer Verschlussbrennerei bezieht sich die Steuer nicht einfach mit einem bestimmten Satz auf den gesamten Brand, sondern auf die tatsächlich entstandene Alkoholmenge. Die Frage für den Zoll ist also, wie viel reiner Alkohol steckt in diesem Destillat. Um das rauszukriegen, wird Günter Wagner diese Probe mit einer Alkoholspindel untersuchen. Die misst nicht die chemische Zusammensetzung, sondern die unterschiedliche Dichte von Flüssigkeiten. Für alle Nicht-Physiker, je tiefer die Spindel einsinkt, desto mehr Alkohol. Eine erste grobe Orientierung zeigt an, dass wir uns zwischen 80 und 90% Alkohol bewegen. Die exakte Bestimmung liefert eine feiner skalierte Spindel. Die Grädigkeit liegt bei 81,3%. So.
Da das, was eine Alkoholspindel anzeigt, auch von der Temperatur abhängt, muss auch die berücksichtigt werden. 81,3, 21,8. War die Probe wärmer als 20 Grad, wird der Alkoholgehalt noch nach unten korrigiert. Um wie viel lässt sich anhand einer sogenannten Alkoholtafel berechnen. Jetzt muss das Ergebnis der Probe noch auf die gesamte Menge des abgepumpten Destillats hochgerechnet werden. Und natürlich wird alles genau protokolliert. Am Ende kommen an diesem Tag 55,1 Liter reiner Alkohol heraus, zu versteuern mit exakt 13,03 Euro pro Liter. Das heißt, der Staat verdient am zukünftigen ersten Pfälzer Single Malt Whisky wie viel? Verdient, weiß nicht, ob man das so bezeichnen kann. Also die Steuer wäre dann 55,1 mal 13,03. Wir haben dann hier eine Branntweinsteuer von 717,95 Euro. Also ist schon relativ hoch. Herr Höning, würden Sie bitte die Branntweinabnahme noch mit Ihrer Unterschrift jetzt bestätigen? Jawohl. So, hier schreiben. Erst nach seiner Unterschrift kann Bernhard Höning über sein Produkt frei verfügen, es mit Wasser auf Trinkstärke verdünnen und sich auf die Suche machen nach einem geeigneten Fass. Dabei setzt der Kleinbrenner aus Winnweiler seit Jahren auf die Sachkenntnis von Holzhändler Markus Eder. Servus, hallo. grüß dich, Markus. Hi, servus. Habt ihr da was mitgebracht? Die neue Abfüllung Wow. aus dem Sauternfass. Irre, diese Farbe, ne? dieser rötliche Schimmer und Stich. Also wenn er nur halb so gut schmeckt, wie er aussieht. Also perfekt. Dann wollen wir mal testen. Ja, super. Das Unternehmen in Bad Dürkheim hat Kunden in der ganzen Welt. Und doch nimmt sich der Chef immer wieder Zeit, um mit Menschen wie Bernhard Höning dessen Erzeugnisse zu testen. Zuerst einen fertigen Whisky, um zu sehen, zu riechen und zu schmecken, was aus seiner früheren Fassempfehlung geworden ist. Also, ich bin begeistert von der Farbe. Wie hoch hast du ihn jetzt eingestellt? Was hat er Der hat jetzt noch 49,5%. Die beiden sind so etwas wie Brüder im Geiste. Mir macht es einfach eine Riesenfreude, wenn ein Brenner vor mir sitzt und sagt, schau mal, das habe ich produziert und jetzt kommt dein Part zur Veredelung. Also das ist der Antrieb. Wir haben hier die Möglichkeit, uns die Fässer auszusuchen. Und nicht, wir müssen sie nicht im Internet irgendwo bestellen und geliefert bekommen. Man kann. Und ich finde es top, dass er sich immer wieder die Zeit für uns nimmt. Ja, das ist ja nicht selbstverständlich, wir sind ja eine Kleinbrennerei. Ja, also das ist jetzt frisches Malzdestillat. Ja. Aus Red X und Special X Malz. Ja. Hat ein bisschen. Hat schon einen schönen Bums-Finish. Schöne Süße. Ja. Ist über Kolonne gebrannt. Okay. Also eigentlich schon relativ sauber und spricht eigentlich eher dann für ein bisschen eine kürzere Lagerzeit. Also wir müssen nicht über 10 Jahre gehen, sondern können also schon drunter bleiben. Ja. Sehr würzig. Das kommt so eine richtige intensive Würze kommt da schon aus dem Glas. Und das kommt von dem Karamellmalz halt. Ne? Ist doch richtig kräutrig auch. Eine Idee könnte ja sein, wenn wir da ein stark strukturiertes Rotweinfass nehmen würden. Ich habe im Moment tolle Fässer aus der Region Margaux in Frankreich hier im Haus. Das würde also von der Deckstruktur her gut passen. Weißt du, kriegst auch eine tolle Farbstruktur. Ja. Die sind auch noch bezahlbar. Ja, also das ist, es muss ja auch passen. Ja? Genau. Also man legt da ja richtige Werte ins Fass und muss dann jahrelang warten. Ich finde, das könnten wir uns mal anschauen, lass mal reinriechst. Und wir haben also fast 1000 Fässer da finden wir eins für dich. Das Problem bei meiner Schweizer Kunden ist immer, dass die die Mehrwertsteuer gleich wieder zurückzahlen wollen. Okay. Ja, Bernhard, hier. Das wäre eine riesen Auswahl, riesen Möglichkeit. Das ist also alles eine Spezifikation.
Und ich würde sagen, machen wir einfach mal 2, 3 auf. Und riechen uns mal du durch. Ja. riechst mal rein, ich rieche auch mit. Und dann schauen wir einfach, wie sich das darstellt. Ja. Boah, Bernhard, da muss man reinriechen. Das ist ja super. Tja, das hat schön satt. Super. Ist toll. Das nehmen wir. Prima. Das ausgewählte Stück wird erst einmal getoastet. Dadurch werden Bakterien vernichtet. Es hat aber auch Einfluss auf den Geschmack, den das Holz abgibt. Der Preis liegt bei 175 € plus Mehrwertsteuer. Und damit das Rotweinfass aus der französischen Region Margaux zu einem echten Pfälzer Whiskyfass wird, muss es quasi noch getauft werden. Dabei wird auf den Kopf des Fasses exakt im oberen Drittel sozusagen eingebrannt, was künftig drin sein wird. Laserbranding heißt das auf Neudeutsch. Taranis, wir erinnern uns, Taranis wie der keltische Gott des Donners, nennt Bernhard Höning seinen Whisky. Und so gebrandet ist das Fass bereit für eine neue, individuelle Variante seines Pfälzer Single Malts. So langsam wird es Zeit für ein paar letzte Fragen in Sachen Whisky. Dafür macht Bernhard Höning eine Flasche vom 2013er Jahrgang auf, gereift zunächst in einem Rotwein und dann in einem Kastanienfass. So, der hat 51,4%, also recht hoch im Alkohol. Optimale Trinktemperatur ist zwischen 18 und 22 Grad, wobei die höherprozentigen bevorzuge ich die eher etwas kühler zu trinken, also 18 Grad wäre jetzt optimal. Wenn man sich das verdünnen möchte, kann man mit Pipette 2, 3 Tropfen Wasser dazu, dann entfaltet der nochmal Aroma, aber ich mag ihn am liebsten so. So, der hat jetzt in der Nase schon sehr viel Schokolade, das kommt von dem, wie gesagt, von dem Chocolate Malt, sehr deftig. Ist jetzt eine richtige schöne Malzsüße im Vordergrund und hält auch dementsprechend lang an. Ja. Wie trinkt man ihn am besten? Aus solchen Nosing Glasses. Also er hat einen Kelch, ja, und oben geht die Öffnung weit auseinander oder etwas auseinander. Dann riecht man das deswegen Nosing Glas, weil man die Nase schön reinbekommt. Ja. Also ein Single Malt trinkt man auf jeden Fall ohne Eis, ohne Cola sowieso. Ja. Am besten pur in, wie gesagt, 18 bis 22 Grad. Für Mixgetränke ist er auch zu schade bei 56 € für den halben Liter. Was ist noch zu beachten? Also insgesamt sollte man Alkohol, egal in welcher Form, ob das jetzt ein Whisky, Likör oder ein Brand ist, dunkel lagern, auch kühl, also am besten im Keller irgendwo. Und nach Anbruch nicht 10 Jahre ins Regal stellen. Ja? Das tut dem nicht gut, also er reift nicht nach in der Flasche. Und vor allem irgendwann schwindet etwas Alkohol aus der Flasche, also der wird wie gesagt nicht besser. Man muss dem Leben immer mindestens einen Whisky voraus sein, soll Humphrey Bogart gesagt haben. Und was sagt der Pfälzer? Und der Pfälzer sagt man halt einfach Prost. Ja? Na dann, Prost. Oder Gute.